Was, machst du jetzt, oder? Mhm. Du machst ein Video. Hannes, er macht ein Video. Hannes, er macht ein Video und Hannes dann hin. So. Aufs Album. Aufs Album. Aufs Album. Ja, Prost, So, ne? Prost. Aufs Album. Aufs Album. Ja, aufs Album, ne? Aufs Album. Prost, aufs Album, Prost. Und Leute, wie ihr gerade mitbekommen habt, wir haben unser Album fertig. Also das Album heißt Varieté und das ist ja die Brücke zur Burlesque-Musik, unserem Label. Und wie ihr seht, haben wir David in der Mitte, Talström, mit dem wir das Album komplett produziert haben. Ja, der erste Track auf dem Album, das ist The Rip, das ist ein Portishead-Cover. Da haben wir über MySpace eine Freundesanfrage von einer österreichischen Sängerin bekommen, Betty Lennart. Und es war für uns auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, weil wir eigentlich noch nie so ein richtiges Cover gemacht haben. Also die ganzen Synthes nachgebaut haben, die Sounds halt möglichst authentisch gemacht haben. Also wir haben nur 2 Wochen an dem Track gesessen. Ne? Ja, denke mal. Und dann kam Betty vorbei, kam ins Studio, hatte sich schon vorbereitet. Wir haben das Ding angeschmissen. Sie hat reingesungen ins Mikrofon und wir hatten hier Gänsehaut. Ich denke dran und ich habe Gänsehaut. As she walks in the room, scented and tall, hesitating once more. As I take on myself and the bitterness I felt, realize that love lost. Das Album ist deswegen so toll, weil es einem die Möglichkeit gibt, auch mal andere Sachen zu machen, also die man in so einem normalen Studio-Club-Alltag einfach nicht so hinkriegt. Und da ist zum Beispiel ein Track draus entstanden mit der Lizzie, das ist eine Bekannte von David. Was ich am meisten an ihr schätze, ist einfach die Bühnenpräsenz, einfach dieses Lachen und die Energie. Und war immer Holgers Wunsch, hat er mir mal gesagt. Und da haben sie sich sehr schnell geeinigt, die zwei, mal einfach mit Live-Drums einen Track zu unterlegen, also zu unterfüttern. Letzten Endes ist es ein Aka-Aka-Track, aber dazu spielt einfach eine komplette, spielt Lizzie ein komplettes Set, eine richtige Spur. Und das rollt schon wie eine Maschine. Also Ja. hat mich auch total überzeugt. Das ist für uns halt auch wichtig, dass wir da gerade für das Konzert, irgendwie machen wir am 27. Mai im Astra Aka ein Konzertalbum, Release-Konzert. Mhm. Und da auch einfach diese Bühnenpräsenz rüberzubringen. Okay. Okay. Manu ist dabei, mit denen haben wir zum Beispiel in Basel kennengelernt, mit dem haben wir den Track Teststeffrenze. Genau, gemacht. Die uns kennen, wissen auch, wie der Name zustande gekommen ist. Live-Percussion ist es in dem Fall? Live-Percussion. Und er spielt auf dem Konzert, spielt er mit seinen digitalen Drums. Und jetzt bei uns im Studio hat er mit analogen Drums eingespielt. Ja, also Congas, Bongos. Ja, genau. Ja, mit Umami haben wir auch einen eigenen Track aufgenommen. Ich schenk mal ein. Ja, ich wollte gerade sagen, ich schenke. Mal weiter. Ja. What Matters heißt das Ding. Und also viele kennen Umami ja bestimmt schon durch Ich und Du, das wir mit denen produziert haben. Oder die anderen Burlesque-Release. Genau, und die haben jetzt, sind ja quasi schon Residents bei der Burlesque Music Night hier auf der Partyreihe und haben eben auch diverse Releases mittlerweile auf Burlesque Musik. I tell you what you have to do. You have to be true to yourself and to everything that matters in the world. And that is drinking, dancing and to find a girl.
Bei What Matters spielten Nico Schanowski mit. Der hat das Sousaphon eingespielt. Das ist der Bruder von Lissy, der Schlagzeuger. Also das ist die Art Tuba. Genau, das ist einfach so eine Riesentuba. Das kennt man aus New Orleans-Filmen, wenn so eine Marching-Band vorbeiläuft und jemand steigt in sein Instrument rein. Das ist wirklich so ein Ring, der um einen rumläuft. Sackschwer. Das Ding war so laut. Total groß und hat unser Mikrofon fast gesprengt. Hat das Mikrofon gesprengt und unser Studiohund hat sich da hinten in der Ecke verkrochen, weil der so eine Angst hatte. Spiele ich mit und natürlich Sam singt den Text, das ist klar, und ich habe irgendwie so Filz und alles mögliche eingespielt. Ja, und das den Refrain, also den haben wir alle zusammen Stimmt, gemacht. Und wir haben alle gesungen. Wir haben alle gesungen. Wir haben alle ganz, ganz fein gesungen. Und dank Melodyne klingen Hannes und ich auch gut. Das ist übrigens Lilly, die hat uns den kompletten Studioalltag begleitet. Ne? Und immer wenn wir uns gegenseitig angefahren haben, sind wir raus und hatten gute Laune. Titel, der mir sehr am Herzen liegt, ist Springtide. Und das ist ein Titel, der ist auf dem Fundament von Aka Aka entstanden. Es war ein sehr grooviges Fundament, also wie man es eigentlich kennt. Und dann saßen wir im Studio und ich habe mich ans Klavier gesetzt. Und es war eigentlich eine relativ schwere Geburt, bis es dann irgendwann mal auf einmal Klick gemacht hat und sich dann echt auf einmal der ganze Song aufgetan hat. Und dann ab dem Zeitpunkt ging es eigentlich relativ schnell. Hat ein sehr schönes, groovendes Fundament, aber unglaublich weiche und warme Harmonien. Und der wurde ja letztens auch mal getestet auf einem Open Air. Und ich weiß nicht, ob jemand das Video kennt, aber dann siehst du einfach nur Leute, die im Sonnenschein einfach ihre Arme hochreißen. Und es war für mich ein total schönes Gefühl, das mal zu sehen. Springtide haben wir eigentlich so als erste Single gewählt, weil es gerade so diese Brücke zwischen unserem Aka Aka Sound, der schon irgendwie so lustig und nach vorne ist, zu Davids Sound ist, der ein bisschen mehr in die harmonische Richtung geht. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz gute, ja, so einen Konsens gefunden. Cool. Ja, wir haben ein zweites Cover gemacht, also nicht nur The Rip von Portishead, sondern noch Dubcheck oder Dubcheck von Otto Walkes. Hannes hatte mir vor einem Dreivierteljahr ungefähr Dubcheck als YouTube-Link geschickt und ich habe das gesehen und habe auch sofort gesagt, okay, das Ding machen wir. Und haben dann rausgefunden, dass David auch wirklich singen kann und das auch wirklich recht schön. Ist ein bisschen wie ein Kastrat zwar, aber er kann's. Und dann habe ich die Otto-Stimmen nachgesungen. Und man muss mal echt sagen, Otto kann einfach verdammt gut singen. Das ist einfach mehrstimmiger Gesang und das wird man, glaube ich, auch hören, wenn man sich die Nummer mal anhört, dass wir da unglaublich viele Spuren drauf verwendet haben, um überhaupt diesem Original-Arrangement mal gerecht zu werden. Und Hannes und ich haben dann noch andere Parts übernommen, sowas wie King Kong oder Dubcheck, und Hannes hat zum Beispiel Cool. Stolpenberg. David hatte, sing so mal, dass man das jetzt auch, dass wir von wegen, wir faken hier gar nichts, der kann's wirklich. Oh, was war's denn? Idi Amin. Das habe ich gesagt. Sadat. Und Sadat, ja gut, aber das muss man ja nicht nochmal nachstellen. Kannst du mal netter sagen? Einfach, setz doch mal die Brille auf. Brille aus. Brille auf. Schnell. Was ich nicht abbrechen. Boah.
sagen sollen. Hi, ich bin Sam von Umami und ich habe den Song What Matters geschrieben und perfekt. Gutes Timing. So. Hi, ich bin Sam. Hi, ich bin Sam von Umami und ich habe den Song What Matters geschrieben und gleich auf die Fokus eingesungen und das ist die erste Single vom Album für Acker Acker. Das ist doch perfekt einfach nur. Hier, holt mal was. Der Bier verschenkt wird aufgehängt. Das ist dein Bier gewesen. Mann. Dein Bier und dein Fuß. Oh, David! Mach's doch Was mal ist weg. das für ein Bier? Kein Eifrig. Apropos trinken, Hannes, schenkst du noch mal einen ein? Die nächste dann. Nee, komm. Nee, erstmal verdienen. Ja, komm. Hannes, schenk doch noch mal einen ein. Das ist so eine Schnapsdrossel. Ich hab mich verletzt, vergiss. Weiß nicht. Oh nee! Ja, das Motto des Textes ist, wie ihr schon die ganze Zeit seht wahrscheinlich. Everything what matters in your life is drinking, dancing. Everything the what world. matters in the world is Oh Gott. drinking, dancing And to find a Wenn wir das in girl. die Outtakes nicht reinnehmen, Doch, das nehmen wir in die Outtakes rein.